Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr eine E-Mail-Adressrichtlinie in eurem lokalen Exchange einrichten könnt, dass ihr, wenn in bestimmten Us Benutzer angelegt werden, automatisch die passenden E-Mail-Adressen hinzugefügt werden. Wir melden uns ganz normal im ECP, also im Exchange Admin Center an und gehen einmal auf Nachrichtenfluss und auf E-Mail-Adressrichtlinie. Dann haben wir hier 3 schon vorhanden. Ich kann euch einfach mal die von meiner Hauptdomäne zeigen. Und zwar habt ihr ganz normal den Namen, dann könnt ihr auch hahaha oder sowas nennen, das ist egal. Dann macht die E-Mail-Adressformat, da könnt ihr die Formate einstellen, das kann ich euch mal zeigen. Entweder halt Alias ist am einfachsten, weil dann schreibt ihr oben die Adresse rein, die ihr haben soll, sonst nimmt er standardmäßig Vorname und Nachname vom Benutzer. Und hier könnt ihr dann sagen, benutzerdefinierte Domäne oder ihr könnt bestimmte Domänen auswählen. Kann aber im Normalfall auch akzeptierte Domäne und dann eine von denen sein. Dann habt ihr hier, wie gesagt, die Bezeichnung. Und wenn ihr hier unten auf weitere Optionen geht, könnt ihr noch bestimmte Sachen angeben, aber das ist erstmal egal. Ich gehe aber hier mal kurz auf Abbrechen und gehe dann auf Anwenden auf. Und hier, das ist ganz wichtig. Hier habt ihr alle Empfängertypen, bleibt drinne. Und unten Empfängercontainer gebt ihr dann die Gruppe an. Das heißt, ich habe hier in dem Fall Gruppen angelegt unter Benutzer. Für jede E-Mail-Domäne eine Gruppe. Das heißt, wenn ich in der OU, also in der Organisationseinheit, ähm, den User anlege, generiert er ihm automatisch zum Beispiel eine Scholz-IT-E-Mail, eine Mail-Hessen oder eine Kevins zum Beispiel. Ja. Und sonst passt das soweit. Dann generiert er das automatisch. Und dann müsst ihr nur noch auf Speichern drücken. Ich mache das natürlich jetzt nicht. Wichtig ist, am Ende müsst ihr dann steht hier unten dann noch anwenden und dann müsst ihr nochmal draufklicken, weil hier steht dann muss angewendet werden und dann hier anwenden. Ja. Und dann generiert er automatisch eure passenden E-Mails, wenn ihr den User in der passenden EU anlegt. Ja, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare von Daumen hoch, die aufhauen. Dankeschön.